können uns nicht entscheiden, wo wir hinwollen. Komplett überfordert. Ihr werdet es nicht glauben, wir haben den absoluten Traumspot mitten in den Bergen hier gefunden. Wir sind in einem kleinen Schnee-Wintermärchen aufgewacht. Willkommen zu einer neuen Folge mit uns. Wir sind in The Rockies. Und wir haben unsere erste Tour gefahren. Wir sind leider ein bisschen spät aufgebrochen, weil wir dachten, hier ist ein Campground. Hier ist auch einer. Geschlossen. Der hat aber leider schon geschlossen. Wir sind out of season unterwegs und ja, nach Thanksgiving sind viele kleine Campgrounds geschlossen. ja. Die großen in den Nationalparks nicht, aber die waren auch ganz schön teuer. Aber wo wir hier stehen, das ist Crazy. wir stehen nicht vor einer Fototapete. Nein. Das ist echt. Wahnsinn. Aber, um es kurz zu machen, wir müssen hier einfach wieder ohne Plan rausfahren, weil wir auch vergessen haben, Google Maps runterzuladen. Ja, wir haben jetzt gehört, wenn man die Strecke weiterfährt, die wir jetzt gefahren sind, sollte man in 1 bis 2 Stunden Loop wieder irgendwo auf dem Highway ankommen. Ja. Das werden wir jetzt gleich ausprobieren. Wenn nicht, wissen wir auch nicht so genau, weil wir keine Karte haben. Planlos. Geht der Plan los. Aber irgendwie kommen wir schon irgendwo an und dann gucken Ja. wir mal, wo wir übernachten. Spätestens morgen geht's in die Berge. Ihr merkt, wir sind ein bisschen von der Rolle, weil es einfach so atemberaubend ist. Wir sind auch ein bisschen überfordert an Möglichkeiten, was man hier alles machen kann. Ja. Und wo man wandern gehen sollte und überhaupt jeder See, jeder Berg, der sich drin spiegelt. Ja. Es ist Aber deshalb sind wir jetzt erstmal hier und genießen. und dann auf euch zuzutexten. Ja. Genießt mit uns! Bisschen mehr Realität führe ich euch mal den Sound vor, wenn man diese Straße fährt. Und natürlich haben wir auch heute das Geschirr nicht abgewaschen. Das erste Mal. Klingt sehr gut. Wir sind schon ein bisschen länger auf den Beinen, haben heute ein bisschen im Van gerödelt. Da mussten wir noch ein paar Sachen machen. Wir mussten unsere Heckbox nochmal dran schrauben und hier und da mal den Innenraum schon mal vom Staub befreien von gestern. Der ist irgendwie ja durch jede Ritze durchgekommen und hat sich schön in der Heckgarage auch verteilt. Irgendwie
ist der Staub von der gestrigen Fahrt wirklich überall hingekommen. Unter anderem da hinten in der Ecke auf der Batterie. Gestern haben auch unsere Erledigungen viel länger gedauert, als wir dachten. Das heißt, gestern konnten wir noch nicht unsere schöne Wanderung machen, weil wir irgendwie viel zu spät dran waren und ja auch der Campingplatz schon zu hatte, auf den wir eigentlich wollten. Das heißt, wir fahren jetzt los, bevor wir gefrühstückt haben und suchen dann schon mal einen schönen Platz, wo wir was frühstücken und dann von da aus direkt auch loslaufen können. Einen kurzen Sneak Peek gab es ja gestern schon. Die Landschaft sieht einfach nur atemberaubend aus und wir freuen uns richtig, da gleich ein bisschen wandern zu gehen. Oder, was meinst du? Yes. Welcome to the most berühmtesten See hier in Kanada. Die Anfahrt war schon crazy, weil so viele Autos haben wir schon seit langem nicht mehr gesehen. Wir sind in der Nebensaison unterwegs, deshalb ist der Wohnmobilparkplatz ziemlich leer. Aber einige Autos sind hier unterwegs. Deshalb sind wir mal gespannt, wie voll das da gleich sein wird. Hier sind übrigens gerade 2 Trödelnasen. Können uns nicht entscheiden, wo wir hinwollen. Wir sind vor allen Dingen irgendwie Überfordert. komplett überfordert. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt auch im Visitor Center nachgefragt, wie es mit Hunden aussieht, und Hunde sind überall erlaubt. Jetzt können wir noch überall lang. Was generell mega cool ist, aber jetzt können wir auch noch überall lang. Und wir dachten, wir starten jetzt einfach mal mit dem berühmtesten Fleckchen hier in Kanada in den Rocky Mountains, mit dem Lake Louise. I love talking on the phone, but hey, I just can't wait to have you home. Oh, I'm alright for now, but I need you around. Hey. Okay, ich glaube, wir wissen, wieso das ein ziemlich berühmtes Fleckchen Erde ist. Nicht so schlecht. Krass. Und vor allem halt auch so mega einfach zugänglich. Da hinten ist der Parkplatz. Man läuft hier hin. Boom. Oh, I'm alright for now, but I need you around. Es lohnt sich auf jeden Fall, den See mit Sonne zu besuchen, weil erst mit der Sonne bekommt man einen Blick auf die krasse Farbe, die das Gletscherwasser bekommt. Das sieht einfach nur crazy aus. Das muss man genießen. Das ist einer der wenigen Gletscher und wer weiß, wie lange es noch Gletscher gibt. Vor über 10.000 Jahren hat der Gletscher
mit seinem Eis den See hier gespeist. I'm gonna love you till the end of time, because a love like ours is hard to find. Yeah, a love like ours is hard to find. Das war doch ein schönes Spaziergängchen. Mir ist ganz schön kalt und ich frage mich, wie die Leute hier in T-Shirt und Pullis das so machen. Mir ist gar nicht so kalt. Mir ist kalt. Deshalb geht es jetzt in den Van und es gibt was zu essen, weil wir haben heute auch noch nichts gegessen. Ja, das ist in der Tat ein Faktor. Aber unfassbar schön. Dann lässt gerade die Stimmung etwas schwanken, der Hunger. Echt? Na gut. Well, when she wrapped her loving arms around my neck on the dance floor at Chelsea's bar, I should have turned her away, but I was out of sea. I was fire and she was gasoline. But we were both sad and lonely after what death had done. But like rattlesnakes kicked across the ground. Our true loves were dead and our hearts were full of grief. I was fire and she was gasoline. Good God, I was fire and she was gasoline. Ihr werdet es nicht glauben, wir haben den absoluten Traumspot mitten in den Bergen hier gefunden. Was macht Pat? Wir müssen unterm Auto suchen. Leider können wir es euch nicht mehr zeigen, denn es ist schon echt richtig dunkel. Aber morgen. Aber ja, wir machen uns jetzt ein Lagerfeuer, lecker was zu essen und morgen früh zeigen wir euch mal, wo wir gelandet sind. Morgen. Guten Morgen von unserem Dreamspot aus den Rockies, direkt an einem See. Wir sind am Abraham Lake, so ein bisschen außerhalb von Banff und Jasper National Park und haben gestern Abend ja schon hier ein Lagerfeuer gemacht. Basti bereitet schon wieder eins vor, weil es ist auch ziemlich kalt. Pebby hat eine Wurzel zum Nagen gefunden und ich mache uns jetzt gleich Frühstück. Und Kaffee und Chai, weil wir brauchen was zum Aufwärmen.
Wir haben uns dazu entschlossen, bevor es Frühstück gibt, setzen wir uns erst noch mal eine Runde ans Feuer und trinken uns einen Kaffee und Chai. Man weiß ja nie, wann der Regen und Schnee endlich eintrifft. Endlich? Bald. Würdest du drauf warten? Nee, aber es ist nicht mehr so einfach möglich, draußen am Feuer zu sitzen, ohne sich den Popo abzufrieren. Was wir jetzt eigentlich auch schon tun. Guten Morgen, der Schnee ist da. Wir sind in einem kleinen Schnee-Wintermärchen aufgewacht. Richtig, richtig schön. Gestern Abend hat es angefangen zu schneien und wir haben gehofft, dass wenn wir heute Morgen aufwachen, dass es so aussieht. Wir saßen gestern noch am Lagerfeuer und Basti hat noch ein bisschen was gearbeitet und ja, wir sind hier einfach ohne mobiles Netz, ohne Wi-Fi, ohne alles und das tat irgendwie richtig gut. Nachdem wir jetzt irgendwie so überfordert waren, als wir hier angekommen sind, was wir uns alles angucken wollen, haben wir einfach mal einen Tag Pause gebraucht zum Reset-Knopf drücken und ja, Energie auftanken. Und dann kann es jetzt wieder losgehen mit Entdecken und sind schon sehr gespannt, was uns hier alles erwartet. Richtig cool. Wir wärmen uns jetzt erstmal mit Chai und Kaffee wieder auf, ohne Standheizung und unsere warmen Puschen übrigens, die bewähren sich gut, geht hier gar nichts mehr. Basti arbeitet noch ein bisschen am Laptop, denn wir haben heute Samstag, sprich wir müssen bald schon unsere Folge hochladen, deswegen macht Basti die Sachen jetzt am Laptop noch fertig. Dann frühstücken wir noch eine Kleinigkeit und dann fahren wir schon wieder Richtung Banff zurück. Wir sind nämlich hier, das haben wir noch gar nicht gesagt, am Abraham Lake. Das ist ein bisschen außerhalb vom Banff National Park, weil da dürfte man gar nicht so wild campen, wie wir das jetzt gerade machen. Und ja, wir wollten uns ein Plätzchen suchen, wo wir so stehen können und uns ein bisschen 1-2 Tage ausruhen können. Und jetzt geht's wieder zurück und dann machen wir erstmal das Video fertig und dann sind wir weiter. Tschüss, Traumspot. Vielleicht kommen wir nochmal wieder.
Wie cool seid ihr denn? Da ist man gerade am Frühstücken. Nichts Böses. Nichts Böses in der Stille. Und dann kommt hier so eine Horde Rocky Mountain Sheeps vorbei und sagt mal kurz Hallo am Van. Cool. Da wir noch kein Moose, kein Elch, kein Bären, freuen wir uns über Rocket Sheep. Rocket Sheep. Das waren ziemliche Rocket Sheeps. Und vor 2 Tagen haben wir noch einen Wolf gesehen. In der Nacht. In der Nacht. Stand auf einmal vor dem Auto. Also ein paar Tierchen sehen wir ja doch noch. Wir haben ja die letzten Tage ein bisschen weniger gefilmt, haben eine kurze kreative Pause eingelegt. Wir waren einfach dermaßen überwältigt von dem, was wir hier alles gesehen haben in so kurzer Zeit und wussten nicht so genau, was sollen wir filmen und haben aber jetzt die Kamera wieder draußen. Wir haben in den letzten Tagen, nachdem wir quasi gar kein Netz und mal so ein bisschen off waren am See, haben wir jetzt ein bisschen in einer kleinen Stadt ein paar Erledigungen gemacht, wie Wäsche waschen, Wasser auffüllen, Wasser wegbringen und was alles mal so anstand. Jetzt haben wir aber ein neues Ziel auserkoren, denn wir machen eine kleine Banff-Pause. Wir kommen hier auf jeden Fall nochmal zurück, aber wir machen einen kurzen Abstecher nach Kootenay. Wir verabschieden uns für diese Woche. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns, würde ich sagen, entweder nächste Woche Mittwoch oder Sonntag aus dem Nationalpark Kootenay. Also bleibt dran, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und wenn ihr was Liebes zu sagen habt, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Danke! Ende!